Bernardo Silva zu Real Madrid und wir sprechen über Arda Güler und wie wichtig er langsam wird bei Real Madrid. Ja, genau. Willkommen zurück. Mein Name ist Dennis. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hala Madrid. Yes. Wenn ihr diesem Kanal noch nicht gefolgt habt, übrigens macht es jetzt. Wir sind jetzt bald bei den 4000. Jetzt wird es langsam Zeit, Freunde. Und hype dieses Video. Ja, Freunde, Bernardo Silva zu Real Madrid. Also, was soll ich davon halten? Das ist erst jetzt vor kurzem rausgekommen, heute Nacht, glaube ich, irgendwo veröffentlicht worden. Also ganz ehrlich, ich muss sagen, warum denn immer Mittelfeld? Also, wir haben vorne rechts ein Problem, eventuell vielleicht einen Stoßstürmer, wie ich das immer sage, bräuchten wir so oder wie Benzema und so weiter und so fort. Und hinten in der Abwehr. Aber im Mittelfeld, was ist denn das Problem im Mittelfeld, verflucht noch mal? Ein Rodri wurde gehandelt, jetzt ein Silva, ein Pipapo. Wer soll denn da kommen? Wir haben einen Arda Güler da, wir haben einen Tchouaméni da, wir haben einen Valverde da, wir haben einen Camavinga da. Und wenn Tchouaméni und, Valverde werden doch so und so nicht entlassen. Wenn die entlassen werden, vielleicht einer oder beide, okay, aber das wird doch nicht passieren. Die können ja machen, was sie wollen da bei uns. Also, warum es bringt gar nichts, ihn zu holen. Warum? Klar, ich kann eins verstehen, wir brauchen so was wie einen Modric, wir brauchen einen wie Toni Kroos. Das fehlt. Das hat man gemerkt, seitdem die weg sind. Definitiv. Okay, aber ein Silva mit auch wenn er vielleicht er ist 31, meines Erachtens zu alt. Auch wenn er gut ist. Ich will den gar nicht schlecht machen. Das mache ich damit auch nicht. Ich finde, dass nur zu alt ist. Weil wir sind immer so auch unser Abwehrspieler, wenn ich sage jetzt, wenn das jetzt alles durch ist, auch einer 29, ich weiß nicht, man muss auch mal ein bisschen, ja, wieder auf die Jüngeren gehen, was wir ja auch genug haben. Aber ich bin der Meinung, ein Silva mit 31 muss jetzt nicht gekauft werden. Ich bin aber auch fest der Überzeugung, dass da nicht wirklich was dran ist. Also immer minimal. Also ein bisschen ist ja immer an Gerüchten dran, aber so richtig extrem viel wird da nicht dran sein. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Perez den kaufen wird. Das zum Thema Perez habe ich mich übrigens noch nicht zu geäußert, werde ich auch wahrscheinlich, haben ja jetzt, glaube ich, alle anderen gemacht. Ich fände es nur schlimm finden, wenn er uns an der Nase sage ich mal, führt hat, nur um den Preis für Barcelona und das ganze Thema, was da ist, hochzujagen für Atletico Madrid und so weiter und so fort, wegen Alvarez da. Und ich finde alles, also man hat immer den FC Bayern als FC Hollywood betitelt. Ich glaube, da sind wir schon weit rüber. Und wenn das alles so weitergeht, dieser ganze Schwachsinn, dann weiß ich nicht, wie lange und wie soll das denn weitergehen? Es muss irgendwann Stabilität, es muss keine Ahnung, es muss wieder Real Madrid werden. So, und deswegen meine Frau zum Beispiel hat gesagt, vielleicht wäre es gut, wenn Perez das nicht weitermacht. Perez ist Perez, Papa Perez ist Papa Perez, er ist der Beste wahrscheinlich, den es je gab, überhaupt. Und nicht bei uns überhaupt, vor Uli. Uli hat auch aus den FC Bayern was gemacht, aber Perez hat, glaube ich, noch was ganz anderes geschaffen. Und er hat eben 'n sehr großes Mitsprache nun rede ich doch darüber, mal ganz kurz, aber vielleicht wäre es auch gesund gewesen, vielleicht mal einen Jüngeren ranzulassen. Das heißt nicht, dass ich für den Gegner von Perez gewesen bin. Nein, ich bin schon Papa Perez-Fan, aber man muss irgendwann, er ist 80, auch wenn er wird 80, ist 80, auch wenn er fit ist noch, aber trotzdem weiß ich nicht. Und er hält eben an die alten Sachen fest. Ob der Neue natürlich da Kroos, Klopp geholt hätte, Haaland, den kannst du ja auch nicht einfach so, da kannst du versprechen, aber du kannst das ja nicht sofort umsetzen, ne? Das weiß ich nicht. Aber wenn Perez das alles jetzt und da jetzt nichts passiert, dann rundet das dieses ganze Theater ab, was wir aktuell haben. Und wie gesagt, mit Silva glaube ich einfach nicht dran, dass da groß was irgendwie stimmt und ich fördere das auch. Also, meines Erachtens macht das keinen Sinn. So. So, und dann kommen wir mal zu der, sage ich mal, Arda Güler. Sein Stellenwert, wächst und wächst, ne? Das ist schön, da habe ich auch schon von, sage ich mal, berichtet. Und er soll jetzt, was Alonso schon vorhatte, tatsächlich, herzlichen Glückwunsch, jetzt passt auf, Freunde, auch meine Freunde aus der Türkei, Grüße gehen erstmal raus an euch. Er soll jetzt tatsächlich in der Zukunft unter Mourinho im Mittelfeld die Chefposition und beziehungsweise überhaupt die Position einnehmen. Oh wow, das ist stark.
Da hätte er nun schon die letzten Jahre spielen müssen auf der 10 und nicht rechter Flügel und whatever wo. Natürlich switcht das immer im Spiel, das kann man machen, aber was heißt kann man machen? Nein, eigentlich nicht. Er müsste eigentlich immer Adam Güler muss auf der Position spielen, Nummer 10, und da muss er immer bleiben. Natürlich kann man sich 'n bisschen verstreuen, aber der Rest sollte andere machen. Er ist einfach da best und da sollte er bleiben. Und ich finde das natürlich gut. Ich hoffe natürlich, dass Mourinho das umsetzt. Genauso dass Mourinho diese ganzen Stars mit Pepe zusammen, ja, das hatte ich ja im letzten Video auch schon erwähnt, wenn das dann so kommen sollte, wäre das natürlich geil. Und Pepe kennen wir, wie hart der war. Ich glaube, der kann die Leute da auch gut auseinandernehmen. Ob die ihn natürlich ernst nehmen, ist die zweite Frage, ne? Weil so lange ist er noch nicht raus, in Anführungsstrichen, und so weiter und so fort. Und Bellingham und Co., ihr wisst ja. Und Anvini wird das wahrscheinlich nicht abkönnen, wenn Pepe da mal lauter wird. Ich weiß es nicht. Bin gespannt, was aus diesem ja, System oder aus dieser Erfahrung, was wir da wieder machen. Ich hoffe, dass Mourinho das hinkriegt, aber er ist auch nicht mehr so wie früher. Ich weiß es nicht. Aber es hilft auch nichts, wenn Papa Perez immer, sorry, immer reinkrätscht. Das sollte er denn nicht machen. Man sollte das endlich mal sein lassen. Auch das hat man beim FC Bayern zum Beispiel auch immer ja, man hat da immer drüber gemeckert, dass der Trainer kein Mitspracherecht hatte. Hat er ja auch nicht. Hat er bis heute. Also jetzt vielleicht Kompanie, machen sie vielleicht ein bisschen, aber ich glaube, trotzdem entscheidet immer die oberste Riege und wer gekauft wird und nicht. Und vielleicht wird da ein bisschen mitgeredet, aber es war immer so. Inzwischen, also bei keinem anderen, auch nicht bei uns, war das eigentlich, es kommt immer darauf an, der konnte immer gut mitsprechen. Aber in den letzten Jahren habe ich das Gefühl gehabt, dass die Trainer hier nicht so wirklich, außer vielleicht Carlo Ancelotti, überhaupt kein Mitspracherecht haben. Gut, Arbeloa muss auch nicht. War ja auch kein Fan von ihnen. Das wisst ihr. Aber dieses ganze System es muss einiges passieren, und ich glaube, ich will jetzt nicht negativ denken oder sprechen, aber alles, was ich immer so bis jetzt so gesagt habe oder denke, da kommt auch meistens, nicht nur bei Real Madrid, allgemein. Ich glaube, dass die nächste Saison auch sehr schwer, also die neue Saison auch extrem schwer werden wird, und ich glaube nicht, dass wir schön Fußball spielen werden, was wir schon seit Jahren nicht mehr machen. Das ist traurig. Das ist auch die wir schießen auch nicht so viel Tore. Wir haben viel zu viel Chancen. Es wird nichts umgesetzt. Es wird kein Spielfluss entsteht und so weiter. Ich glaube, das wird sich weiterführen, auch unter Mourinho. Oder er wird stark anfangen, aber wird dann auch ganz, ganz schnell nachlassen. Und dann kommen wir wieder zu dem Punkt, Perez, das, was ich auf einer Hinsicht begrüße, er entlässt ja nicht so, sage ich mal, so schnell, und dementsprechend, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wie man das, machen soll oder nicht machen soll und was da draus wird. Ich hoffe, dass das alles gut wird. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben, und Arda Güler muss immer auf der 10. Und ich finde es cool, dass er auf jeden Fall die Bestätigung bekommt, dass er auf jeden Fall, sage ich mal, im Endeffekt der Boss wird im Mittelfeld. Das muss aber auch so sein. Aber davon, oder beziehungsweise das predige ich ja schon länger, ne? Also, ja. Und hoffen wir, dass das dann auch so passiert, ne? Es sollte auch schon so passieren. Wenn nicht, ja, dann verzweifle ich. Also, Freunde, ihr könnt gerne unterschreiben, was ihr davon haltet, auch mit Silva. Aber Silva, ich glaube, da ist ein bisschen was dran, aber das wird nicht passieren. Und ich bin der Meinung, dass das im Mittelfeld auch unnötig erstmal ist. Und ob der 150 Millionen Transfer oder überhaupt so was noch kommt und Olise, also, das wird nichts. Wir hängen nachher wieder da rum, und Real Madrid darf nicht lächerlich werden. Das passt zu Real Madrid nicht, auch wenn der Papst meint, dass Real Madrid der beste Club der Welt ist, wo er mit Recht hat, und der größte, ja, aber wir dürfen auch nicht zur Lachnummer werden in Europa oder auf der Welt. Das wäre nicht so schön. Also, Freunde, Hala Madrid, like dieses Video, folgt mir, damit wir endlich die 4.000 schaffen und so weiter und so fort. Und dann sehen wir uns bald wieder, Freunde.